In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du bei deinem TRX 4M, in diesem Fall ein Bronco, dieses Low Gear Set einbaust. Natürlich schauen wir uns das Fahrverhalten jetzt im Ist-Zustand einmal draußen auf meiner Crawler-Strecke an, um es dann später mit dem Low Gear Set vergleichen zu können. Willkommen auf meiner Teststrecke. Wir haben hier gemessene 60% Steigung und die fahren wir jetzt einfach mal ganz entspannt hoch. So, lassen ihn auch mal langsam runterkommen. Der Gashebel ist hierbei in der Neutralstellung. Und jetzt geben wir mal richtig Gas. Das war kurzzeitig Vollgas, da rutscht er sogar ein bisschen weg. Aber hier reicht die Kraft völlig aus. Zack, zweimal Vollgas gegeben. Wir drehen oben einmal und fahren dann jetzt auch nochmal gerade wieder runter, wie es denn jetzt aussieht. Gashebel Neutralstellung und das Fahrzeug kommt ganz entspannt langsam runtergefahren. Test 2, es geht über unsere Holperstrecke. So, hier fahren wir mal ganz entspannt. 1/3 ungefähr Gasstellung haben wir hier. Zack. Sehr schön gemacht. Die letzte Übung hat dann hier was mit dem Klettern zu tun. Jetzt ungefähr weniger als 1/3 Gasstellung und wir gucken mal hier diesen Losbrechmoment. Den möchte ich dir gleich auch noch mal kurz auf dem Tisch zeigen, weil der ist recht unfeinfühlig in dem Moment, wo das Fahrzeug startet und das möchte ich mit diesem Low Gear Set ganz gerne verbessern. Jetzt fahren wir hier mal so eine kleine Runde. Ja, geschafft. Wieder im Studio und jetzt schau mal hier, dieser Losbrechmoment. Das ist schon sehr feinfühlig, ja. Aber ich hoffe einfach, dass wir das mit diesem Low Gear Set noch ein bisschen feinfühliger hinkriegen. Man muss an der Steigung immer so ein bisschen mehr Gas geben und dann hat man so einen kurzen, zack, so ein kleines Ruckeln. Jetzt hören wir uns das auch noch mal an, was die Vollgasgeschwindigkeit angeht. Haben wir ja beim Crawlerfahren sehr selten, aber das wird natürlich deutlich weniger werden. Wir hören mal. Genau, und von dem Geräusch können wir uns schon mal verabschieden. Das sollte gleich deutlich langsamer vonstatten gehen. Geben wir hier auch noch mal kurz Gas. So sieht es dann aus, wenn er Vollgas gibt. Zack, und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie dieses Low Gear Set montiert wird. Runter mit der Karosserie und natürlich den Akku hier einmal abklemmen und herausnehmen. Ohne dem geht es nicht. Zunächst demontieren wir das Akkufach. Das tun wir, indem wir diese beiden Schrauben lösen mit einem 1,5er Inbus. Das kann man dann hier so ein bisschen lösen. Das hängt mit in dem Leiterrahmen. Also nicht erschrecken, wenn es mal vorsichtig ein bisschen knackt. So, dann passiert aber nichts. Nun sehen wir hier diese 4 äußeren Schrauben. Damit ist der Motor und das Getriebe am Leiterrahmen befestigt. Diese 4 Schrauben lösen wir jetzt. Der Motor- und Getriebestrang sollte sich nun einfach lösen lassen. Das sehen wir auch schon. Wir ziehen jetzt hier einfach mal die Wellen mit raus. So sieht das Ganze aus. Wunderbar. Wir lösen nun die Antriebswellen vom Getriebe. Auch das funktioniert hier über einen 1,5er Inbus. Ich lege mir das passend hin, sodass ich diese beiden hier nicht vertausche. Wenn auch diese ab sind, lösen wir diese 4 Schrauben, um die Getriebeabdeckung abnehmen zu können. An dieser Stelle auch mal ganz liebe Grüße an Traxxas. Ich habe sage und schreibe 1, 2, 3 verschiedene Inbus-Schraubendreher in Größe 1,5 ausprobiert und alle waren zu klein, sodass ich die Schrauben rund gedreht hätte. Und dabei ist auch ein ganz neuer Bit, der sollte eigentlich nicht zu abgenutzt sein. Erfolg hatte ich letztendlich mit diesem Torx-Schraubendreher, womit ich dann vorsichtig in die Schraube gegangen bin, das Ganze gelöst habe, sodass ich jetzt den Getriebedeckel abnehmen kann. Das Getriebe wird ab Werk nicht gefettet von Traxxas. So sieht das Ganze hier aus. Das ist alles furzpopeltrocken.
Für unseren Wechsel natürlich sehr angenehm, für alles andere natürlich suboptimal. Ich werde gleich die Zahnräder ein bisschen fetten. Zunächst aber tausche ich das Standardgetriebe gegen dieses Low Gear Set von Traxxas. Jetzt gibt es das ein oder andere Fett, was Kunststoffritzel angreifen soll. Deswegen habe ich mich jetzt hier für ein Tamiya-Fett entschieden, ein ganz klassisches, was ich sonst auch schon mal auf Kunststoffteile packe. Und wenn nicht die wissen, was da für ein Fett dran darf, wer sonst? Deswegen geben wir dem Ganzen jetzt hier ein ganz klein wenig Fett. So, werden wir gleich die ersten Meter hier ein bisschen vorsichtiger rollen, damit sich das Fett dann auch gut verteilen kann. Nicht zu viel, manchmal ist ja weniger mehr. So sieht es dann aus, wenn es gefettet ist. Das Motorritzel im Übrigen habe ich nicht ausgetauscht, denn in diesem Gear-Set war eines enthalten, was genau dieselbe Anzahl an Zähnen enthält. Dementsprechend habe ich das nicht für nötig empfunden, dieses auszutauschen. Im Anschluss, wenn wir alles soweit gefettet haben, kommt dann vorsichtig unsere Kappe drauf, die wir dann wieder festschrauben. Sobald die Gearbox geschlossen ist, finden auch unsere kleinen Kardanwellen wieder ihren Weg zurück ans Getriebe. Bei diesen Schrauben passt dann auch wieder mein 1,5er Inbus, warum auch immer. Ich werde jetzt hier mit ein ganz klein wenig Schraubensicherungslack arbeiten, einfach aus dem Grund, weil die Schrauben sich ja durchgängig die ganze Zeit drehen. Dementsprechend möchte ich, dass die Schraube ein bisschen fester sitzt. Auch hier ist weniger mehr, einen kleinen Tupfer pro Schraube und das Ganze einfach festdrehen. Selbiges auch nochmal dann auf der anderen Seite. Ja, und der Inbus, der ist auch kurz davor wieder durchzurutschen. Ich weiß nicht, was da los ist. Also so abgenutzt ist mein Werkzeug nicht. Ich hatte da bisher keine Probleme. Einzig und allein jetzt bei diesen Schrauben, bei diesem Fahrzeug. Warum auch immer. Und dran ist das Ganze. Die Kardanwellen werden wieder eingesetzt. Beginne vielleicht am besten mit der Seite, wo vorne das Servo ist. Hier hast du dann etwas mehr Spielraum hier hinten. Ich habe jetzt bei den Kardanwellen nichts gefunden, dass man die irgendwie verdrehen könnte. Das passt ganz wunderbar. So, Getriebe wieder einsetzen und die 4 Schrauben festziehen. Und auch unser Akkufach findet seinen Weg zurück auf Position. Wir haben hier so 2 Haltenasen. Die setze ich als erstes hier wieder in den Leiterrahmen ein. So, und jetzt können diese beiden Schrauben angedreht werden. Kurzer Funktionstest. Ich setze mal hier den Akku schon mal rein. Funke geht auch an. So. Und jetzt werde ich erstmal ganz langsam ein paar Umdrehungen fahren, dass sich das Fett im Getriebe verteilen kann. Oh. Das ist aber schon... Oh, schau mal. Boah. Wenn ich mir das jetzt so angucke, das macht einen sehr schönen Eindruck. So. Kannst du ein bisschen schön verteilen, das Fett. Nicht, dass es direkt wieder wegspritzt. So, auch nochmal in die andere Richtung. Das macht doch einen tollen Eindruck. Klasse. Fahren wir jetzt mal hier so ein kleines Stückchen. Wunderbar. Kommen wir zum ersten kleinen Test hier im Studio. Danach geht's auf die Crawler-Strecke. Hier auch wieder unser Losbrechmoment. Ich hoffe, man sieht es. Ja. Ich finde, es ist besser geworden. Also damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Der Rest ist dann mein Finger. Das finde ich schon angenehmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hören wir uns das Ganze jetzt auch mal wieder an mit Vollgas. Einmal den Soundunterschied hier hören. Oh ja. Klingt ganz anders. Die Räder ganz langsam. Und jetzt auch nochmal unser kurzer Vollgastest. Ui, da kann ich ja richtig lange den Fuß sozusagen in die Ölwanne treten. Oh, Junge.
Guck dir das mal an, ich weiß gar nicht, sieht man das hier, wenn ich jetzt Vollgas gebe? Ha, das ist also wirklich mal eine ganz andere Untersetzung. Und jetzt schauen wir uns das Ganze in der Praxis draußen auf der Crawler-Strecke an. Selbe Voraussetzungen wie zu Beginn des Videos. Wir fahren mal ganz langsam an. Oh ja, sehr schön. Bleiben mal stehen. Da bleibt er wirklich sofort stehen wie angenagelt. So, Vollgas hoch. Also es fühlt sich noch sicherer an, um ehrlich zu sein. Wir haben keinen Schlupf mehr, klar. Wir haben jetzt nicht so viel Power auf den Rädern. Zwar Kraft, aber nicht so viel Geschwindigkeit. Und das macht er wirklich toll. Wir drehen auch jetzt einmal das Fahrzeug oben und fahren wieder runter. Da kommt er. So, Gashebel in der Neutralstellung. Und er bleibt jetzt zu 100% stehen. Also wir haben nicht mehr diese schöne Bergabfahrhilfe. Also wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Ansonsten bleibt er wirklich stehen bei 60%. Ah, jetzt rutscht dann ein bisschen. Fahren mal rückwärts. Also er bleibt stehen wie angenagelt. Finde ich aber auch an sich ganz schön. Test 2, unsere Ruckelpiste. An der Bodenfreiheit ändert das Getriebe natürlich nichts. Aber ich habe das Gefühl, dass er nochmal deutlich feinfühliger, entspannter hier drüber fährt. Und das kann man wirklich toll steuern. Klasse. Und der Test, wo wir das Getriebe auf jeden Fall brauchen. Ja, schau mal, wie gefühlvoll. Ich halte jetzt auch hier mal an und er bleibt stehen. Er rührt sich nicht mehr. Und ich fahre ganz langsam wieder los. Ganz problemlos, halte nochmal wieder an, um dir das auch zu zeigen. Hier hatte ich dir vorhin diesen Losbrechmoment gezeigt. Wir haben also Zeit zu überlegen, wo möchte ich herfahren. Das Fahrzeug bleibt stehen und dann kann ich meine Fahrt langsam fortsetzen. Ich finde, das macht einen merklichen Unterschied und die paar Euro in dieses Low-Gear-Set sind sehr gut investiertes Geld. Was sagst du dazu? Schreib's mir in die Kommentare. Bis dahin, ciao.